Noch ein Schritt, den wir gehen müssen und dann sind wir womöglicherweise im Pokalfinale von Berlin. Der Gegner Leverkusen oder Dortmund. Oder werden sich die Gladbacher heute durchsetzen? Wir werden es erfahren. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr knappes Spiel, sehr, sehr enges Spiel. Ein Geduldsspiel, weil die Gladbacher halt auch sehr, sehr unangenehm und sehr schwer zu bespielen sind. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe Gladbach gar nicht so eingeschätzt, dass man die so schwer bespielen kann. Aber ich habe es ja gesehen, als wir in Gladbach gespielt haben. Auch wenig Chancen gehabt. Vorne waren sie zweimal eiskalt. Jetzt hoffe ich, dass das hier im Pokal natürlich ein bisschen anders wird. Aber die erste Aktion zeigt schon mal, die Gladbacher sind gewillt, von Anfang an hier Druck zu machen. Aber das möchte ich halt gerne auch. Und die Spieler dazu haben wir auf jeden Fall. Alvaro vorne, setzt sich zum ersten Mal durch. Jonga hinterläuft. Hinter Itakura, Listes ist da in der Mitte. Das könnte die erste Chance sein. Listes! Was für ein Start in dieses Pokal-Halbfinale. 6. Minute. Christian Listes dreht die Kamera mit den Fans gemeinsam. Der erste Schritt Richtung Finale ist damit getan. So, das war Wunschdenken. Ja, waren auch wieder 2, 3 Gegenspieler, die den Ball eigentlich hätten abblocken müssen. Aber irgendwie war es dann doch nicht so. Hier Jonga, Listes, dann waren schon wieder 2, 3 Mann da. Aber Listes mit dem Schlenzer, der ist wirklich gut drauf. Der macht ein gutes Spiel bislang. Nach 6 Minuten, spielt auch eine super Saison. Viele Vorlagen gegeben, auch in der Liga. Auch auf europäischer Ebene. Also wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, sehr, sehr guter Transfer. Und jetzt bin ich auf die Antwort der Gladbacher gespannt. Wagner, komm, muss er rein in den Zweikampf. Vorsicht, unnötige Fehler vermeiden. Natürlich. Ihr seht vorne, Tim, Kleindienst geht drauf, dann Stöger ist der nächste, auch Honorar auf der anderen Seite, die stehen in der Offensive sehr, sehr hoch. Somit haben wir eigentlich wenig Gelegenheit, hier sauber hinten rauszuspielen. Wird schon wieder der Weg zugelaufen. Frank Honorar außen, dann rückt ein Sechser wieder mit rein. Also sehr, sehr schwer. Aber wir haben es schon einmal geschafft. Wir schaffen das hoffentlich vielleicht noch ein zweites Mal, je nachdem. Jong war sehr gut. Gegen Jelat. Ist, glaube ich, auch ein Youngster. Elias Jelat. Ist auch schnell. Und dann wieder über den Flügel. Über Jong war. Ja, natürlich ist Jelat da. Dann dazwischen. Dann wieder diese Vorstöße. 5 bis 10 Meter wird der Ball da vorgelegt. Und dann wird da hinterher gesprintet, was das Zeug hält. Warum auch nicht. So, und das meint die Gladbacher mit zu viel Platz. Stöger, Verteidigung muss aufpassen. Geblockt, sehr, sehr gut. Und dann der Versuch, schnell umzuschalten. Aber es geht nicht so schnell, weil die Gladbacher dann direkt wieder in der Defensive sind. Das machen sie gut, leider. Soll uns aber egal sein, wir führen 1:0. Ich versuche auch dieses Resultat zur Not über 90 Minuten zu kriegen. Oder bis zur 90. Minute hier durchzuhalten, was mir aber, glaube ich, nicht gelingen wird. Weil dazu kenne ich dieses Spiel einfach zu gut. Deswegen nochmal ein zweites Tor oder vielleicht später nachlegen. Jong war. Nächste Chance. Oh, was ist das denn? Nicht gut geklärt. Ja, Listes und Jong kommt da leider nicht ran. Und dann die Gladbacher. Kleindienst gegen 4 Mann. Darf er eigentlich nicht gewinnen, aber er setzt sich irgendwie trotzdem durch. Unten Poso, Keloso. Achtung, Chavez ist dazwischen. Und Poso geklärt. So, jetzt sind sie mal ein bisschen aufgerückt. Linksverteidiger fehlt. Fraulo gegen Wanner. Wanner, ja, kommt natürlich nicht durch. Und das ist so das Nervige an Gladbach, dass du keine Chance mal über Außen schnell durchzuspielen oder auch mal einen Sprint hinzulegen. Und Gladbach jetzt mit viel Platz. Über Tim Kleindienst, da geht auch keiner von alleine ran. Atagana gut im Zweikampf und jetzt die Chance auch wieder schnell umzuschalten. Wieder fehlt unten Pedrosa. Aber der ist sofort wieder hinten. Das ist krass, wie schnell der einfach ist. Und Wanner mit dem Versuch, sich den Ball vorbeizulegen. Bei uns klappt das natürlich nicht, wenn wir uns den Ball 10 Meter vorlegen. Sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Trotz, dass wir hier 1:0 führen, trotz, dass wir hier das bislang eigentlich gut im Griff haben, viele Zweikämpfe gewinnen. Aber trotzdem hier Atagana, da muss er auch früher dran sein. Was schläft er denn da? Was braucht er da so lange? Das verstehe ich nicht. Und jetzt die Chance. Keloso, Chavez ist dazwischen. Mit Glück natürlich. Und jetzt guck, es geht sofort so schnell wieder nach hinten. Überhaupt keine Chance vorne rauszuspielen. Das ist krass, wie hoch die pressen. Wie hoch die hier stehen. Phasenweise jetzt. Nächste Chance. Jetzt mal ein bisschen Platz
Phillips, das ist einer der Innenverteidiger gegen Wanner. Ja, gibt einen Freistoß. Ist okay, das war das höchste der Gefühle, was wir da hätten rausholen können. Nächstes Bundesligaspiel ist dann beim HSV. Das wird hoffentlich wieder ein bisschen entspannter. Also gegen Gladbach, das ist gerade schon ein bisschen nervig. Gewisse Aktionen. Da musst du halt auch einfach nur hoffen. Dann kannst du halt nichts verteidigen. Jetzt kommt die Flanke mal rein. Wanner, ungefährlich. Aber egal, wichtig ist, was oben weiß auf schwarz steht. Die 1:0-Führung für uns durchs frühe Tor von Listesch. Und mehr zählt nicht. Im Pokal, da fragt niemand mehr, wie du weitergekommen bist. Da ist nur die Frage oder die Hauptsache, dass du weitergekommen bist. Und in unserem Fall würde das Pokalfinale bedeuten. Wahnsinn, hätte mir das irgendeiner zu Beginn dieser Münster-Karriere gesagt, dem hätte ich natürlich für verrückt erklärt. Logisch. Damit war nicht zu rechnen, auf gar keinen Fall. Jetzt haben wir Wanner. Jetzt haben wir wieder 6 Gladbacher, die vor dem Strafraum stehen. Ist nichts zu machen. Die laufen perfekt zu. Die Passwege, Laufwege, die sind direkt uns hier auf den Füßen. Da kannst du einfach nichts machen. Jetzt vielleicht mal Alvaro. Lässt sich mal fallen. Atagana, mal gucken. Der hat, glaube ich, auch einen guten Schuss. Ja. Komische Flugbahn, Flugkurve. Und das war dann auch erstmal die letzte Aktion. Also es ist ein sehr schnelllebiges Spiel. Trotzdem sehr komisch vom Spielverlauf, von den Aktionen her. Aber wir führen eine 1:0. Das ist halt unter dem Strich Fakt. Dass wir mit 4 Schüssen aufs Tor und fast 60% Ballbesitz hier 1:0 führen. Von der Fitness her würde ich jetzt hier zum Beispiel Rogoff mal reinbringen und vielleicht nochmal 1, 2 Wechsel dann übrig lassen für die Verlängerung eventuell. Aber hier würde ich Ferry tatsächlich reinbringen. Auch wegen seiner Robustheit, ja, der auch mal einen Ball halten kann. Bei Alvaro habe ich nicht so das Gefühl. Der ist auch gut, ist auch für viele Kopfbälle zu haben, aber bei Nacho Ferry habe ich halt irgendwie hoffentlich ein besseres Gefühl. Hoffentlich täuscht mich das nicht. Jetzt kommt aber erstmal Gladbach. Das ist genau das, was ich meinte. Dann stehst du wieder hinten. Chavez sehr, sehr gut. Und die Verteidigung macht halt auch nichts. Ne? Gladbach steht hinten mit 5 Mann. Jongwa hat jetzt Platz gegen Frank Honorar. Jongwa geht durch. Der Durchbruch. Endlich klappt das auch mal bei uns. Und dann so erfolgreich. Einfach mal durchgezogen. War mir jetzt gerade scheißegal. Auf gut Glück. Nochmal den Ball 10 Meter weit vorgelegt. Und es hat geklappt. Und die Münster Boyband hier. Und der Abschluss war super. Also der kann nicht flanken, Jongwa. Der ist wirklich scheiße im Flanken. Aber Abschlüsse, die kann er. Und der ist schnell. Sehen wir das vielleicht nochmal hier. Zack, da war mir wirklich alles egal. Einfach auch mal vorbeilegen. Auch mal das Glück haben. Das, was die Gegner immer bei uns versuchen. Ja, und besser geht der Zeitpunkt auch nicht, ne? Direkt nach der Pause. 49. Minute, also genauso frühes Tor wie in der ersten Halbzeit. Und jetzt ist Gladbach halt gefragt. Die sind auch noch nicht raus. Möchte ich hier nochmal mit sagen. Aber wir müssen weiterhin konzentriert bleiben. In den Zweikämpfen sauber spielen und weiter auch aufs dritte gehen. Auch aufs dritte Tor. Jongwa gegen Weigl, gegen Jelat. Und Jongwa ist jetzt beflügelt, natürlich. Vorne Ferry. Ja, das meine ich halt. Jetzt ist er gegen 2, 3 Mann alleine, aber das macht ja nichts. Er hält den Ball für Jongwa gegen Jelat. Der weiß auch nicht, was er machen soll. Und Remberg, der weiß es aber. Der kann auch von Weitem schießen, abgeblockt. Und so kommen wir Stück für Stück dem Finale in Berlin näher, indem wir den Gegner vom Tor weghalten, selber Aktion nach vorne haben. Das ist halt wirklich krass. Wanner mit der Ecke. Das ist eine gute Ecke. Chavez zu zentral. Aber die Abschlüsse sind da. Das ist das Wichtige. Verteidigung muss natürlich auch stehen. In Verteidigung. Chavez hat jetzt gerade hinten gefehlt. Und dann Friedrich. Was macht Friedrich? Weigl. Mit der Chance. Sinamoy blind. Was macht Sinamoy denn da? Und das 2-1 nach einer Stunde ungefähr. Aus dem eigenen Eckball. Der fliegt uns so um die Ohren. Friedrich, habt ihr gesehen, wusste nicht, was er machen sollte. Der bleibt auf der Stelle stehen. Und dann kommt Sinamoy raus. Und was macht der da? Was ist seine Mission? Also entweder, wenn er rauskommt, versucht er mit den Füßen irgendwie den Ball noch abzugrätschen oder geht mit den Händen voraus. Aber das war die schlechteste Option von allen. Und somit ist Gladbach wieder im Spiel. Durch Julian Weigl, der Blitzsprinter, ebenfalls. Dass da niemand hinterherkommt, dass Friedrich auf der Stelle einfach sprintet gefühlt, stehen bleibt und halt nichts macht. Das bringt mich manchmal zu Weißblut, ey. Da würde ich manchmal den Controller gefühlt schon aus dem Fenster schmeißen. Du bist halt auch machtlos. Du kannst da nichts machen.
Absolut nicht. Kannst du versuchen, irgendwie den 2-Tore-Abstand wieder herzustellen. Weil dazu ist noch zu lang zu spielen, ey. 63. Minute erst. Gleich nochmal ein drittes Tor nachlegen. Jetzt vielleicht Rogov, Listesch, gut gespielt und Ferry kommt oben leider nicht ran. Und jetzt haben wir das Problem, ja, Rogov, der passt auf. Läuft da schön die Passwege zu, fängt den Ball ab. Irgendwann lassen halt auch die Kräfte bei einem Remberg nach. Vorne Listesch. Spielen halt auch wieder im 2-3 Tagesrhythmus, ne? Das ist klar. Deswegen ist die Fitness bei einigen Spielern nicht so, wie sie sein soll. Aber es sieht momentan gut aus. Eine etwas längere Ballbesitzphase. Gut gespielt. Aber da wollten wir auch wieder durch den Gegner durch. Und die nächste Chance wieder. Tim Kleindienst. Der hat uns auch im Rückspiel, in der Rückrunde auch viele Probleme bereitet. Chavez, jetzt fehlt da eigentlich Poso. Der fehlt. Kleindienst, Achtung. Jetzt müssen hier alle... Oh, das war doch Abseits. War kein Abseits. War doch Abseits. Müssen wieder alle mit nach hinten arbeiten. Wir brauchen jetzt jeden Mann. Vorne, hinten. Schneider kommt für Fraulo. Wahrscheinlich auch so eine Art Jugendtalent mit unechtem Gesicht. Irgendwie vom Spiel selber generiert. Und Gladbach hält den Ball im Spiel. Die werden jetzt ein bisschen aggressiver. Natürlich auch müssen auch offensiver werden. Es könnte uns in die Karten spielen, aber die Bälle müssen ankommen. Ey, das sind 10 Meter Pässe. Das muss einfach sitzen. Das muss einfach sitzen. Und Gladbach, die spielen wirklich nicht gut, aber die spielen halt direkt. Die spielen ganz klar, schnörkellos, sagt man ja. Und wir machen einfach auch phasenweise zu leichte Fehler, zu einfache Fehlpässe. Aber das war gut gespielt. Und Wanner hat die Chance auf die Vorentscheidung. 3-1. Wieder ein Schritt näher dran am Pokalfinale. Die Gladbacher machen Druck. Die Pressen stehen wirklich sehr hoch. Jetzt sogar noch höher. Ja, dadurch, dass sie den Rückstand auffüllen müssen. Aber wir sind vorne heute einfach eiskalt. Also jeder Schuss ein Treffer. Ich glaube, das kann man so sagen. Jeder Schuss ein Treffer. Und unsere Fans, die skandieren schon Sieg. Wen hätten wir denn gerne im Finale? Leverkusen oder Dortmund? Ist egal wer. Wird beides schwer. In beiden Fällen sind wir krasse Außenseiter, aber wir sind ja auch noch nicht durch. Wir haben auch noch 10 Minuten. Das geht so schnell. Aber gerade mit der Hereinnahme jetzt von Rogov im Mittelfeld, der läuft richtig viel zu, der gewinnt viele Zweikämpfe. Und natürlich die Gladbacher gehen jetzt voll auf Pressing. Also die müssten gefühlt umstellen auf eine Dreierkette. Alles nach vorne werfen. Pose im Zweikampf. Die Zeit spielt für uns. Noch 7 bis 8 Minuten mit Nachspielzeit bis ins Finale. Dann haben wir es geschafft. Dann sind wir den letzten Schritt gegangen, die letzte Hürde. Aber Achtung, noch ist es nicht vorbei. Oh, die Gladbacher kommen zur Möglichkeit, zum Anschlusstreffer. Und da ist er. Und wie er wieder zustande gekommen ist, wieder absolut glücklich. Der Schuss, der wäre ins Tor ausgegangen. Der wäre, was weiß ich, wohin gegangen. Der hätten wir in Ruhe aufbauen können. So kriegt Pedrosa den Ball auf der Außen, spielt dann den Ball nach innen. Hier, der wäre vorbei. Der wäre am Tor vorbeigeflogen. Und dann ist es Kleindienst und Sinamoy, weiß ich nicht. Der sieht da auch nicht ganz glücklich aus. Wenn du mich fragst, er muss ja einfach nur stehen bleiben. Ich verstehe nicht, was er da macht. Bleib doch einfach stehen. Da macht er wieder solche unnötigen Moves, weil das Spiel das hier mit rein installiert hat. Bleib doch einfach stehen. Dann passiert nichts, dann wehrst du den Ball ab. Vielleicht hält er den sogar da noch fest. Also von wegen, es wird dort hier ein Geduldsspiel. Es wird nach wie vor oder wie immer ein großes Spektakel. Viele Tore, die wir schießen, aber auch leider wieder viele Gegentore, die wir schlucken müssen. Aber jetzt sind es halt auch nur noch 3 Minuten. Ich kann hier auch stehen bleiben. Aber natürlich nicht so lange. So, jetzt nochmal vielleicht eine letzte Aktion. Aber es ist so schlecht, was wir hier ausspielen. So schlecht. Die Flügel, die stehen einfach da. Wie angewurzelt die Verteidigung. Gut, dass dieses Spiel gleich vorbei ist. Wenn das noch hier 15 Minuten länger gehen würde. Ich weiß nicht, ob wir das hier irgendwie über die Zeit gebracht hätten. Wagner ist nochmal dazwischen. Nachspielzeit ist rum und der Schlusspfiff. Und es ist geschafft. Nicht unser bestes Spiel, ein sehr, sehr komisches Spiel trotzdem von den ganzen Aktionen her, Bewegungen her. Viel Glück auch für die Gladbacher, gerade bei dem 3:2. Aber wir sind im Finale. Wir haben es geschafft. Wir kriegen auf jeden Fall
eine Chance auf einen Titel. In der Europa League sind wir ja auch noch. Da geht es dann gegen Newcastle. Wird nochmal genauso schwer oder wenn nicht sogar noch schwerer. Aber egal, die Planungen für Berlin, die können beginnen. Und jetzt ist halt die Frage, wen wir kriegen. Leverkusen oder den BVB. Hammerhart, ey, dieses Spiel. Also das ist so eines dieser Spiele, die ich nicht wirklich gerne habe in der Saison. Da lief, obwohl wir wirklich 3 Tore gemacht haben, aus 8 Schüssen, haben wir trotzdem irgendwie gefühlt nicht gut gespielt. Wir haben halt 2-3 Mal wirklich direkt nach vorne gespielt. Gleich am Anfang das frühe 1-0, dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Aber die Gegentore, die wir halt auch fangen, es ist so typisch. Allein das zweite Gegentor, was macht Sinamoy? Er rennt raus, ist ja auch richtig. Aber wenn er rausläuft, dann nicht blind. Dann nicht einfach blind auf den Gegner drauf, sondern auch wirklich mit ein bisschen Sinn und ein bisschen Verstand. Aber gut, Sinn und Verstand, das sind so 2 Wörter, die gehören einfach nicht zum Sprachgebrauch bei EA wahrscheinlich. Genau. Also, schauen wir mal hier in die Aufgaben rein. Gucken wir gleich mal auf unseren Pokalgegner. Jugendspieler will weg. Siaka Dagos, Serge Samake sind halt die folgenden Stars. Serge Armani, den müsste ich eigentlich hochziehen, zum Profi befördern. Der wird, glaube ich, auch richtig gut werden. Auch die hier, die muss ich halt dann verleihen. Die müssen spielen, die haben ein großes Potenzial, die müssen halt spielen. Die hätte ich dann wahrscheinlich verliehen oder die würde ich dann verleihen in den nächsten Jahren oder in der nächsten Saison. Guck mal, wo Gladbach verloren hat, wird Kleindienst Spieler des Spiels. Das ist auch so ein bisschen bezeichnend. So, nächstes Spiel jetzt. Wir kommen hier von der einen in die andere englische Woche. Grudowski wurde von Besiktas Istanbul kontaktiert. Wie viel wollen die für den haben? Gucken wir auch gerade nochmal nach. Das beginnt natürlich jetzt auch wieder, ne? April ist kurz vor Saisonende. Grudowski wurde kontaktiert. Ohne meines Wissen. Schauen wir mal auf die Angebote. Grudowski, ach, ist der ablösefrei? Nein. Ach, der ist ablösefrei. Shit. Was haben wir hier? Komjenovic. Machen wir mal ablehnen. Stimmt, ach, der ist ablösefrei. Ja gut, dann wird der auf jeden Fall gehen, das war klar. Aber ich wusste gar nicht, dass der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Ja, okay, ärgerlich. Also die Hamburger, letzten 5 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden, Dreierkette, Harder. Ich glaube, den habe ich auch mal vorgestellt in einem Talente-Video. Luke Chambers in der Innenverteidigung, der hätte auch bei uns landen können. Reis im Mittelfeld, Öztunali, Selke. Ja, auch eine gefährliche Truppe, die sind 12. Werden, glaube ich, auch nicht absteigen. Dazu sind halt, ich gucke jetzt gerade nochmal Heidenheim und so weiter. Und auch St. Pauli unten. Obwohl, die sind jetzt wieder näher rangerückt an den FC Augsburg. Die Kölner sind da auch noch nicht so ganz raus, aber der HSV, die sind mit 33 Punkten. Das werden sie nicht mehr, also die werden nicht absteigen. So wollte ich das sagen. Aber wie gesagt, St. Pauli, Heidenheim, Augsburg und der 1. FC Köln, Bremen eventuell auch noch. Stuttgart 13. Ich bin auch eine durchwachsene Saison. Bayern auch nur 5. Haben jetzt auch schon 12 Punkte Rückstand auf Leipzig, die Tabellenführer sind. Dortmund hat aber noch Gott sei Dank ein Spiel weniger. Also das wäre echt der Worst Case, wenn Leipzig hier selbst in-game sich die Meisterschale holt. Na gut, lieber hier in-game als in echt. So, wir regeln das schon, der will mehr Gehalt haben. Und Serge Armani, das wäre halt zur neuen Saison hin jemand, auf den ich eventuell setzen würde. Scout-Berichte. Okay, also, wir gucken zum Abschluss nochmal auf unseren Pokalfinalgegner. Ich würde jetzt einfach spontan sagen, Dortmund. Weiß nicht warum. Vielleicht habe ich ja recht. Jetzt kommt nämlich die nächste englische Woche, oder die nächsten englischen Wochen. Hamburg, Newcastle, Bremen, Newcastle, Wolfsburg. Also 3 Vereine aus dem Norden. Dann haben wir hier zweimal einen englischen Verein. Dann haben wir Hoffenheim. Und tatsächlich Dortmund ist unser Gegner im Finale. Im Pokalfinale. Wir gingen ins Halbfinale aus. Dortmund hat souveräner 3-1 gewonnen. Also vom Ergebnis her würde ich jetzt sagen, Preußen Münster gegen Borussia Dortmund. Pokalfinale 22. Mai 2027. Ein Datum, was sich Preußen-Münster-Fans zumindest hier in-game rot im Kalender einstreichen sollten. Vielleicht wird es ein historischer Tag, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon Großes erreicht mit Münster, ja? Also, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kostenloses Abo für die Leute, die das noch nicht getan haben. Und dann geht's weiter in der Liga beim HSV. Macht's gut. Ciao, ciao.